Herzlich willkommen! Wenn Sie die deutsche Aussprache wirklich meistern wollen, dann sind Sie hier goldrichtig. In den nächsten Minuten schauen wir uns die wichtigsten Laute mal ganz genau an. Schritt für Schritt. Also, legen wir los. Ja, die deutsche Aussprache kann am Anfang ein bisschen knifflig wirken, aber machen Sie sich da mal keine Sorgen. Wir bauen hier zusammen eine richtig solide Grundlage, damit Sie bald viel selbstbewusster und klarer Deutsch sprechen. Fangen wir mal ganz von vorne an, sozusagen bei den Bausteinen der Sprache. Hier ist das komplette deutsche Alphabet. Mal sehen, wie viel davon Ihnen bekannt vorkommt. Das meiste davon kennen Sie doch schon, oder? Ist ja fast identisch mit dem englischen Alphabet. Die einzigen echten Neuzugänge, das sind diese 4 Sonderzeichen hier, ganz am Ende. Ä, Ö, Ü und das S. Aber keine Angst, die schauen wir uns später ganz in Ruhe an. Und wissen Sie was? Fangen wir doch mit den einfachen Dingen an. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Buchstaben, die klingen fast genau so, wie Sie es schon kennen. Das ist doch perfekt, um schnell ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Nehmen wir zum Beispiel das A. Das ist ein schöner, offener, klarer Laut, so wie das A im englischen Wort Father. Hören Sie mal genau hin. A. Ganz einfach, oder? Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Hier haben wir 3 typische Wörter. Sprechen Sie sie doch mal mit mir. Zuerst Arbeit, Arbeit. Dann alt, alt. Und zum Schluss Angst, Angst. Okay, als nächstes kommt das K. Und hier gibt's eine gute Nachricht. Dieser Laut ist genauso knackig und hart wie im Englischen. Kein Unterschied, keine versteckten Fallen. Einfach ein klares K. Diese Wörter hier kennt übrigens fast jedes deutsche Kind, oft direkt aus den Märchen oder den allerersten Vokabelstunden. Hören Sie mal. Katze, Katze. Koffer, Koffer. Und Kieselsteine, Kieselsteine. So, und jetzt wird's richtig spannend. Wir kommen nämlich zu den Lauten, die das Deutsche so, einzigartig machen. Das sind oft die Stellen, an denen man ein bisschen stolpert, aber ich verspreche Ihnen, mit ein wenig Übung sind die ganz leicht zu meistern. Das hier ist ein absoluter Klassiker, den man sich einfach merken muss. Man könnte sagen, die Buchstaben sind im Deutschen quasi vertauscht. Das deutsche W klingt nämlich wie ein englisches V. Zum Beispiel was, wir. Und umgekehrt klingt das deutsche V wie ein englisches F. Hören Sie den Unterschied. 4, Vater. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ah, der berühmte Sch-Laut. Da gibt's tatsächlich 2 Varianten. Der weiche Ich-Laut wird vorne im Mund gebildet, fast wie ein leises Zischen. Ich sprechen. Der harte Ach-Laut dagegen, der kommt tief aus dem Rachen. Machen, Buch. Die Faustregel ist eigentlich ganz einfach. Nach hellen Vokalen nehmen wir den Ich-Laut, nach dunklen Vokalen den Ach-Laut. Weiter geht's mit dem deutschen Z. Und da müssen Sie eines vergessen, den weichen englischen Laut. Im Deutschen ist das Z immer scharf und kurz, wie ein CS. Stellen Sie sich mal das Geräusch am Ende des englischen Wortes Cats vor. Z, z. Üben wir das doch mal. Achten Sie auf diesen Z-Laut ganz am Anfang. Zelt, Zelt. Zusammen, zusammen. Und Zeit, Zeit. Ein schön knackiger, präziser Laut. So, und jetzt kommen wir zu den Symbolen, die man sofort als typisch deutsch erkennt. Die Umlaute Ä, Ö, Ü und natürlich das SZ, also dieses scharfe S. Lassen Sie sich davon bloß nicht einschüchtern. Wir gehen die jetzt ganz entspannt Schritt für Schritt durch. Also, das Ä, der A-Umlaut, ist wirklich einfach. Der Klang liegt so ein bisschen zwischen dem deutschen A und E. Und er ist fast identisch mit dem Ä im englischen Wort bad. Ein kurzer, heller Laut. E. Hier sind unsere Beispiele. Probieren Sie es mal. Äpfel, Äpfel. Märchen, Märchen. Und Jäger, Jäger. Sehen Sie? Gar nicht so schwer.
Okay, das Ö ist zugegebenermaßen eine kleine Herausforderung, weil es im Englischen kein direktes Gegenstück gibt. Aber es gibt einen Trick. Formen Sie Ihre Lippen so, als ob Sie ein deutsches O sagen wollen, also ganz rund. Und aus dieser runden Position versuchen Sie jetzt den Laut E zu sagen. Der Klang kommt von vorne, aber die Lippen bleiben rund. Ö. Probieren Sie es mal. Ö. Versuchen Sie mal, diese Lippenrundung nachzuahmen. Töten, töten, hören, hören. Und natürlich das berühmte Märchen Dornröschen, Dornröschen. Und der letzte Umlaut, das Ü. Auch hierfür gibt es einen super Trick. Formen Sie Ihre Lippen zu einem Kussmund, als wollten Sie U sagen, aber sprechen Sie stattdessen ein langes I aus, so wie in See, Ü. Gehen wir die Beispiele mal durch. Achten Sie auf die gespitzten Lippen. Mühle, Mühle. Müde, müde. Und Wünsche, Wünsche. Und zu guter Letzt das Sä, genannt ist Z oder scharfes S. Das sieht vielleicht kompliziert aus, aber klanglich ist es ganz einfach. Es ist nichts anderes als ein stimmloses, scharfes S. Und ganz wichtig, es wird niemals am Anfang eines Wortes verwendet. Hören Sie mal, wie scharf dieser Laut ist. Heißt, heißt, weiß, weiß. Und Spaß, Spaß. Ein ganz klarer, zischender Sch-Laut. Fantastisch! Das war eine schnelle Tour durch die deutsche Klanglandschaft. Fassen wir zum Abschluss das Wichtigste doch nochmal auf einer einzigen Übersicht für Sie zusammen. Hier sehen wir alles auf einen Blick. Die vertrauten Klänge wie A und K, dann die typisch deutschen Eigenheiten wie W, V, Z und Ch und natürlich die Sonderzeichen. Betrachten Sie diese Tabelle doch einfach als Ihren persönlichen Spickzettel für die Aussprache. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Der Schlüssel zur guten Aussprache ist, na klar, das Sprechen. Nehmen Sie sich einfach ein Wort von unserer Liste, vielleicht eines mit einem Umlaut oder dem kniffligen Ch, und sagen Sie es laut. Wiederholung schafft Sicherheit. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß auf Ihrer weiteren Lernreise.